ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk. Soll 2000 das Jahr werden, in dem Journalisten auf Sie zukommen aufgrund ihrer besonderen Expertise und in dem Kunden und Mandanten über Sie lesen, in renommierten Wirtschaftsmedien, in Fachmedien oder eventuell auch in TV über Sie erfahren? Dann ist dieses kurze Video hier genau das Richtige für Sie. Public Relations und Online Relations oder Online Publicity, wie man auch sagt, ein hervorragendes Tool, um Sie in Erinnerung zu bringen. Und zwar auf eine sehr charmante Art. Sie müssen es nicht direkt selber machen, sondern jemand anders, ein Profi, ein Experte in den Medien, bringt Sie bei Ihrer Zielgruppe in Erinnerung. Ja, und die große Frage hier ist natürlich, wie mache ich einen Journalisten auf mich aufmerksam? Das Wesentliche und Wichtigste ist, er wird nicht auf Sie aufmerksam werden, weil Sie so nett und charmant sind, sondern Sie müssen Inhalte liefern, relevante Inhalte. Und relevante Inhalte bedeutet je nach Medium auch Unterschiedliches. Wenn Sie von einer Tageszeitung sprechen, dann sollten Sie versuchen, dass sie wirklich sehr aktuell sind. News von gestern sind wirklich schon alte News. Und in einer Wochenzeitung ist es wiederum ein etwas anderer Fokus. Sie sollten also bei der Ansprache von Journalisten wirklich berücksichtigen, mit welcher Zielgruppe kommuniziert dieses Medium, wen will dieses Medium ansprechen, wie häufig erscheint dieses Medium und dem Journalisten dort einfach ein bisschen Mehrwert geben, dass er wirklich denkt, den Kontakt, der mich hier angesprochen hat, der ist gut für mich. Und Inhalte entwickeln, die eine Relevanz haben. Wichtig für den Journalisten ist auch Kontinuität. Bleiben Sie regelmäßig in Kontakt. Wenn Sie ihn einmal anrufen in einem Jahr, das ist keine Beziehungspflege. Für Journalisten ist auch Zuverlässigkeit sehr wichtig, dass ich einen Gesprächspartner habe, dem ich vertrauen kann, dass eine Basis aufgebaut wird, auf der vertrauensvolle Zusammenarbeit einfach möglich ist. Bitte vergessen Sie auch nicht, Journalisten haben immer mehr zu tun. Immer weniger Journalisten müssen mehr leisten. Das heißt, wenn Sie gewisse Vorarbeiten für den Journalisten leisten können, ihm die Arbeit erleichtern, so ist das nochmal ein Mehrwert für Sie, um bei diesem Journalisten einfach anzukommen und besonders zu punkten. Ja, das sind einige wichtige Aspekte. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, auch was für Sie wichtig ist, wenn Sie im Medium dann auftreten, wie ein Interview mit einem Journalisten stattfinden sollte. Sie können ja, häufig werden Sie einfach nur zitiert, manchmal können Sie auch einen Gastbeitrag schreiben. Also es gibt sehr, sehr viele Wege, in den Medien Präsenz zu finden. Und ganz wichtig, wenn Sie es dann einmal geschafft haben, tatsächlich in den Medien erwähnt zu werden, dann distribuieren Sie diese Neuigkeit auch. Seien Sie nicht zu bescheiden, sondern distribuieren Sie diese Nachricht über Social Media, beispielsweise über LinkedIn oder über Xing, und bitten Sie auch Kollegen, diese Nachricht mal weiterzuleiten. Denn dadurch erreichen Sie nochmal viel, viel mehr Bekanntheit bei Kunden und bei potenziellen Kunden. Und ich sage mal, letztlich hat die ganze Firma oder die ganze Kanzlei ja etwas davon, wenn der Name der Kanzlei oder der Firma auch mehr Erwähnung und Relevanz findet. Public Relations und Online Publicity ist natürlich einiges an Aufwand und Arbeit. Sie müssen sich hier überlegen, ist das etwas, was ich selber liefern möchte? Ist meine Zeit dort bestens eingesetzt? Oder sollte ich vielleicht jemand Externen damit beauftragen, um das für uns zu erledigen, der bereits auch die Kontakte hat? Denn auch Kontakte zu den Journalisten zu haben, ist natürlich ganz wichtig, sie erstmal zu kreieren und aufzubauen. Das mag unter Umständen wirklich der einfache Weg sein. Das sind Überlegungen, die Sie haben sollten, bevor Sie mit Public Relations beginnen. Ansonsten kann ich Ihnen wirklich nur wärmstens ans Herz legen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wo wir noch nicht aktiv sind, dieses Medium und diese Art der Kommunikation, besser gesagt, zu nutzen und sich so bei Ihren Kunden und bei potenziellen Kunden in Erinnerung zu bringen. Und wie immer, wenn Sie noch Fragen haben, wie gesagt, auch heute wieder nur können wir Sachen anteasern. Schreiben Sie uns eine Mail, rufen Sie uns an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Ihre Claudia Böhnert. Tschüss!